Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video über den Acon OPC-Server UA. Falls Sie das erste Video noch nicht gesehen haben, würden wir Ihnen empfehlen, sich dieses im Vorfeld anzuschauen. Ab Version 1.1 unterstützt der Acon OPC-Server UA nicht nur S7-300-400 Classic und S7-1200-1500er SPSen, sondern auch die Sinomeric 840D Solution Line, die 840D Powerline und die 810D Powerline. Vorteile einer Sinomeric-Anbindung sind unter anderem Sinomeric-gesteuerte Maschinen über OPC UA ansprechen, Auslastung und Verfügbarkeit der CNC-Maschinen ermitteln, Überwachung und Aufzeichnung von Maschinendaten wie Betriebsmodus, Drehmomente, Stromverbrauch, Achsposition und so weiter. Anzeige des laufenden NC-Programms, Anzahl erzeugter Teile und Zugriffsstufe. Zugriff auf Werkzeugdaten wie Magazin, Werkzeugkorrekturdaten, Werkzeugüberwachungsdaten und vieles mehr. Datenquelle für Monitoring der Maschine, zum Beispiel Maschinenstatus, Programmzustand, Taktzeit, Stückzahl, Betriebsstunden, OEE, zum Beispiel mittels eines Dashboards. Hier sehen wir nun beispielhaft ein Node-RED-Dashboard mit einigen Variablen, das wir zur Veranschaulichung angelegt haben. Zu sehen sind zum Beispiel die aktuellen Override-Einstellungen, die Anzahl der hergestellten Werkstücke und das aktive Programm. Die Erstellung eines Node-RED-Dashboards in Verbindung mit dem Acon OPC-Server UA zeigen wir in einem separaten Video. Siemens Sinomeric-Steuerungen bestehen aus einem NC und einem PLC-Anteil. Für die NC wird der Gerätetyp Sinomeric Solution Line NC oder Sinomeric Powerline NC im Address Space Konfigurator des Acon OPC Server UA angelegt. Für den PLC-Anteil wird ein Gerät vom Typ S7-300-400 Classic angelegt. Im Folgenden erkläre ich Ihnen, wie Sie den Sinomeric-Zugriff im Acon OPC Server UA einfach einrichten können. Nachdem wir ein Projekt angelegt haben, legen wir als erstes eine Solution Line an, die über eine Netzwerkkarte verbunden ist. Als Gerätetyp wählt man Sinomeric Solution Line NC. Wenn die IP-Adresse und der Slot richtig sind, zeigt der Verbindungstest eine erfolgreiche Verbindung an. Dabei sei anzumerken, dass unsere Sinomeric nicht die Standard-IP verwendet. Mit dem Button Address Space konfigurieren gelangen wir zum Datenquellebereich der Solution Line. Wichtig ist als erstes, die richtige CNC-Version Ihres Sinomeric einzustellen. Anderenfalls kann es sein, dass die Symbole nicht vollständig oder falsch angezeigt werden. Die CNC-Version finden Sie im HMI, wenn Sie F10 gedrückt haben, unter Diagnose Version. Im Feld Variablenfilter kann bequem nach Variablen gesucht werden. Für unser Beispiel wählen wir als erstes die Variable NCK Alive and Well. Ein großartiges Feature ist, dass man mit dem Button Wert beobachten bereits hier den Wert der Variable anschauen kann. Jetzt fügen wir diese Variable dem Address Space hinzu und zusätzlich noch die Variable RPA und alle GUD-Variablen aus GD1. Nahtstellensignale werden von der PLC der Sinomeric gelesen. Informationen zu den Nahtstellensignalen finden Sie im Siemens Listenhandbuch Nahtstellensignale. Legen Sie ein weiteres Gerät an, um auf die PLC der Solution Line zugreifen zu können. Als Gerätetyp wird S7-300-400 Classic ausgewählt. Bei Verbindungshardware und SPS-IP-Adresse wählen Sie die gleichen Einstellungen wie zuvor bei der Solution Line NC. Bei Slot muss 2 ausgewählt werden. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf Address Space konfigurieren. Als Beispiel verwenden wir das Nahtstellensignal Programmzustand läuft.
Wir wählen Variable hinzufügen, den Gerätename 840D SLPLC und tragen den Variablenname Programm Running ein. Die Variable ist im Bereich Datenbaustein und hat den Datentyp S7 Bool. Die Datenbausteinnummer ist 21 und Byte Offset 35. Somit ist der resultierende Operand db21 dbx35 0. Die Zugriffsstufe ändern wir zu Read. Wir fügen die Variable hinzu und drücken auf Anwenden. Jetzt müssen wir uns nur noch mit dem Server verbinden und das Projekt übertragen. Wir verwenden wieder UA-Expert als Client. Der UA-Expert ist bereits mit dem Server verbunden. Im UA-Expert fügen wir unsere Variablen dem Data Access View hinzu. Hier haben wir jetzt auch das eben hinzugefügte Nahtstellensignal Programmzustand läuft. Die Besonderheit mancher NCK-Variablen liegt darin, dass man über Indexoperatoren auf verschiedene Werte der Variable zugreifen kann. Als Beispiel nehmen wir RPA, auch als R-Parameter bekannt. Um auf einen anderen Index zugreifen zu können, muss als erstes der Identifier kopiert werden. Danach kann mit Rechtsklick in den Data Access View eine neue Node hinzugefügt werden. Man wählt den Namespace Index 2, den Typ String und kopiert den Identifier in das Feld daneben. Um auf die weiteren Werte zugreifen zu können, muss in eckigen Klammern der Index angegeben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.